Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Und ja, jetzt ist es endlich soweit. Es wurde offiziell bekannt gegeben, wann der FEC stattfindet. Hier nochmal die Nachricht, die am 7. April am Montag gepostet wurde. Nämlich, dass, basically steht da eigentlich gar nichts drin. Einfach nur, dass halt der FEC 2025 kommen wird und dass man sich bereithalten soll und weitere Details sowie das Datum zu einer späteren Zeit angekündigt werden. Diese spätere Zeit ist literally 24 Stunden später, nämlich jetzt. Und zwar ist der Post zwar auch schon vom April 3, whatever, also wurde schon länger vorbereitet, aber wurde jetzt vorhin veröffentlicht und damit endgültig bestätigt, dass dieses Jahr der FEC tatsächlich früher startet. Ja, da können wir natürlich noch viel drüber reden, jetzt wo es wirklich offiziell bekannt ist, wann es losgeht. Wobei wie immer ein Disclaimer drin ist, dass sich die Zeiten und Details jederzeit ändern können oder könnten. Aber von jetzt an muss man auf jeden Fall davon ausgehen, dass es so stattfindet, wie es hier drin steht. Und sich da eher nicht mehr was ändern wird. Aber aus diversen Gründen werden wir auf jeden Fall nochmal viel Diskussionsbedarf haben. Wie, weshalb, warum und so weiter. Aber das jetzt nicht in diesem Video. Wir gucken uns jetzt erstmal an, was ihr machen müsst für die Pre-Registration und es gibt auch Pre-Registration Rewards und wann es eben losgeht und so weiter. Also, dear Flivers, we are excited to announce that we are going to host again the Flive World Championship, FWC, and the tournaments for Flive Universe. Here are the details so far. FWC 2025 Pre-Registration after this announcement startet es und ends until the opening of FWC 2025 Server. Heißt also von jetzt an, bis wirklich der Server aufgeht, kann man sich vorab registrieren, was wie gesagt auch besondere Belohnungen bringt. Und das Ganze geht über diesen Link hier, also müsst einfach nur über die Website oder Discord hier drüber gehen. Dann klickt ihr auf den Link und dann kommt ihr auf die Pre-Registration-Seite. Im Endeffekt ist es einfach so, ihr müsst euch hier einmal einloggen in euren Account, auf dem ihr spielen wollt. Dann klickt ihr auf Pre-Register, dann ist ein Anker nach unten. Und wenn ihr eingeloggt seid, kommt hier halt eine Zeile, dass du deinen Char-Namen eingeben kannst. Und der Char-Name ist dann für dich reserviert. Und so musst du dich dann dort auch nennen. Und dann bekommst du die Belohnungen. Welche Belohnungen es sind, das sehen wir gleich hier noch. Genau, hier steht schon. Scroll of Amplification ES mal 5, also 5 Amplis, 5 Vitaltrink X oder Refresher Hold, 5 Power Scroll, 5 Lastboxen, 1 Extra Bag 15 Tage und 5 Grilled Eel. Meiner Meinung nach fast ein bisschen random. Zumindest zu Beginn braucht eigentlich kein Mensch ein Grilled Eel. Aber ja, egal. Man nimmt es auf jeden Fall. Also mir persönlich fehlt einfach Upcut Stone. Also ich hätte lieber Upcut Stone gehabt als Grilled Eel. Aber whatever. Jedenfalls hier noch ein paar Details dazu oder ein paar Infos dazu. Die Pre-Registration geht nur einmal pro Account. Das heißt, es ist wirklich wichtig, dass man sich halt hier den richtigen Char-Namen und so weiter aussucht. Man muss, wie gesagt, den Charakter, nachdem der Server dann geöffnet wurde, mit dem gleichen Namen erstellen, den man hier pre-registered hat, weil sonst kriegt man die Belohnungen nicht. Und die Charakternamen sind auch case-sensitive, das heißt Groß- und Kleinschreibung muss beachtet werden. Genau, steht im Endeffekt nochmal also hier steht nochmal, dass es wirklich muss, also der Name muss der gleiche sein, sonst gibt's nichts. Genau, und hier steht noch Uppercase, Lowercase, Special Letters, also einfach genau den gleichen Namen. Also basically steht ja eigentlich dreimal das gleiche, mehr oder weniger. Und die Belohnungen kriegt man dann sofort, nachdem man den Account bzw. Charakter erstellt hat, genau. Ja, dann geht das Ganze vom 24. April 8 Uhr UTC, 10 Uhr deutsche Zeit müsste das sein, bis zum 1. Oktober 2025. Ist also eine ganz andere Zeit als sonst. Oder ich meine, gut, der erste FEC war so ein bisschen random, weil da das Ende einfach verlängert wurde und so. Der zweite FEC war dann wie der erste, nur dass das verlängerte Ende von vornherein festgelegt wurde. Und damit ist man jetzt davon ausgegangen, dass es jetzt auch wieder so sein wird. Ja, ist diesmal nicht so. Ich meine, es sind literally nur 3 Wochen früher, also es ist trotzdem fast der gleiche Zeitraum. Aber sie starten es jetzt aus Gründen etwas früher. Genau. Außerdem hier steht es nochmal dabei, Server opening time is subject to change depending on preparation. We will post a separate announcement if it is delayed. Also es könnte sein, dass halt am Release-Tag irgendwelche kurzfristigen Probleme auftreten. Wie ich es vorher schon gesagt habe, es könnte sich alles nochmal minimal verschieben.
Oder auch maximal, wer weiß. Aber ja, darüber wird man dann halt entsprechend informiert. Davon kann man jetzt halt nicht ausgehen, dass das passieren wird. Dann sind hier noch die Events angekündigt, aber die Details dazu haben wir noch nicht. Die werden jetzt wahrscheinlich dann irgendwann noch gepostet in den kommenden Tagen oder so. Aber was es auf jeden Fall wieder geben wird, Level Reach Event. Bei Level Reach Event könnte auch sein, naja, also ich denke mal, es ist das Standardmäßige gemeint. Man könnte es aber auch interpretieren als ein Level Race, aber ich glaube, dann würden sie auch Race schreiben. Also Level Reach ist wahrscheinlich einfach nur Standard Level Reach, was es auf jedem Server gibt. Also einfach nur mit restocked Belohnungen und so weiter. Equipment Exchange Event kennen wir auch schon. Das ist quasi Equipment upgraden und gegen FEC Gold Equipment tauschen. Dann ein PvP Ranking Competition Event, also ein PvE-Turnier und das PvP-Turnier mit den entsprechenden Preisgeldern bzw. Belohnungen. Ja, dann ein weiterer Hinweis, das PvP-Tournament will proceed online during the preliminary round and finals tournament will be held as an offline stage in Manila. Das heißt, kein Flive-Event, Offline-Flive-Event in Deutschland, auch nicht in Los Angeles, Jakarta, Seoul, all die Städte, die in dem Trailer genannt wurden. Das Event selbst findet wieder in den Philippinen statt, wieder in Manila. Und ja, also da gibt es so gesehen nichts, worauf man sich so noch zusätzlich freuen könnte. All events related to FWC 2025 will be based on the rules of the game service event, which can be checked from the following link. Da stehen Sachen drin, das müsste dieses Verhaltensregeln, ich habe es tatsächlich gar nicht aufgemacht, aber da müsste drin stehen, dass man, an was man sich alles halten muss. Und ja, das sind einfach so Verhaltensregeln, die sie vor dem letzten FEC schon gepostet haben. Könnt ihr euch mal durchlesen, das ist eigentlich alles selbsterklärend. Also wenn ihr euch an die Spielregeln haltet, dann haltet ihr euch automatisch daran. Teilweise steht da basically auch einfach nur höflich formuliert, sei kein Arschloch, steht da teilweise einfach wirklich wortwörtlich drin. Aber ja, kann man sich mal durchlesen. Genau, other relevant details of FWC 2025, including the PvP tournament, will be provided later on. Please note the details may change due to internal circumstances and we will provide updates or separate announcements when changes are made. Also ja auch nochmal, es kann schon sein, dass sich einzelne Sachen noch ändern. Ist halt nicht geplant, aber man weiß ja nie. Genau. Und ja, dann steht hier noch Stand as One for Your Nations. Was das bedeutet, erfahren wir dann auf der direkten Pre-Register-Page. Genau, hier ist nochmal so ein bisschen eine Introduction und zusammengefasst, was auch letztes Jahr passiert ist und so. Dieses Ding hier ist irgendwie sau nervig, kann man das nicht wegtun, ne? Damn. Ist voll über dem Text drüber. The PvP Finals Event is taking place in Manila, Philippines. Compete for a spot in the tournament and win a flight to Manila. Ist auch so geil. Weil, wenn man, also letztes Jahr war es, glaube ich, so, die Top 3 Teams haben Preisgeld bekommen und die anderen Teams haben, soweit ich weiß, kein Preisgeld bekommen. Also Platz 1 hat gleich 80.000, Platz 2, glaube ich, 20.000, Platz 3 10.000, wenn mich nicht alles täuscht. Oder waren es 25 und 5? Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, wenn mich nicht alles täuscht, haben Platz 1, 2, 3 was bekommen und die anderen 5 Teams, die dort waren, nicht. Das heißt, du gewinnst dann halt wirklich, in Anführungszeichen, nur den Flug nach Manila, weil, ja, also du kriegst halt dann kein Preisgeld, wenn du nicht in den Top 3 warst. Also sowas zumindest letztes Jahr. Weiß man nicht, ob es dieses Jahr auch wieder so sein wird. Ich persönlich würde hoffen, dass es nicht so ist. Weil ich meine, allein schon, wenn du 500 € gewinnst oder so, ich meine, das ist auch zumindest irgendwas. Aber, ja, gut, sieht jeder anders, I guess. Und ja, hier steht wieder $110.000. Das heißt, vermutlich einfach das gleiche Preisgeld wie letztes Mal. Ja, müssen wir halt auf die weiteren Details warten. Dann hier eben, letztes Jahr hat Astral gewonnen. Platz 2 war The Boss. Und das ist jetzt das, was anders ist. This time, also das ist auch das, was in dem Trailer war. Weil bevor jetzt jemand sagt, hä, der Trailer hat uns ja dann voll angelogen. So, tatsächlich nicht. Diese Trailer mit den Köln, ich meine, gut, die Städte, die waren jetzt relativ random und irrelevant. Also ich meine, so ein bisschen war es schon so irreführend, sage ich mal. Aber worauf sie damit wohl abziehen wollten, und das haben wir auch schon vermutet, ist, dass das Ganze so ein bisschen regionaler gemacht wird. Und genau das machen sie tatsächlich auch. Nämlich gibt es jetzt 4 Zonen. Einmal die Amerikaner sind alle eine Zone, also Nordamerika, Südamerika. Dann alles in der Mitte, also EU und Afrika. Also Europa und Afrika sind eine Zone. Dann Sea und MENA. MENA, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, was das ist. Keine Ahnung. Und dann gibt es noch East Asia und Oceania. Also das ist zum Beispiel, müsste das Japan, Korea müsste das sein.
weiß ich, MENA, keine Ahnung, müsste ich legit googeln, ich habe keine Ahnung, was das heißt. Ist ja auch egal, wir sind ja nicht in Asien, wir leben ja alle in Europa, deswegen ist ja nur das für uns relevant. Und ja, aber auch dazu gibt es jetzt hier noch keine wirklich direkt konkreten Infos, was das jetzt genau bedeutet. Also, ja, heißt halt erstmal nur so ein Teaser quasi Region versus Region. Vielleicht bedeutet das, dass man sich nicht mit, wobei das letztes Mal eigentlich gefühlt eh nicht der Fall war. Also letztes Mal waren die Teams tatsächlich, es gibt in Counter-Strike so einen lustigen Begriff, den manche benutzen, also scherzhalber, Racist Teams quasi. Das heißt Teams, die nur aus einer Nationalität bestehen und keine anderen Nationalitäten sozusagen reinlassen, was natürlich nicht rassistisch gemeint ist oder auch nicht rassistisch ist, sondern es ist halt lediglich ein Scherz quasi, weil man halt sich nicht mischt mit anderen, sondern man bleibt halt rein deutsch, rein türkisch, rein russisch oder so. Und hier könnte es ähnlich sein, dass du halt ein Team bauen musst, das halt nur aus NA oder Südamerikanern besteht, nur aus Europäern und Afrikanern und so weiter. Das könnte, oder das wäre jetzt so meine Interpretation davon, dass das wahrscheinlich das bedeuten könnte. Aber dann wiederum, wie gesagt, wenn man sich die Teams anguckt, die waren größtenteils 4 Europäer, 4 Filipinos waren Teams dabei, 3 komplett philippinische Teams und so weiter. Also es gab, glaube ich, 2 Teams, die nicht dieser Region vs. Region Regel unterlagen. Die Gewinner zum Beispiel, die waren nicht Region vs. Region. Und ich glaube, ein anderes Team noch. Aber ansonsten waren tatsächlich alle schon dieses Region vs. Region. Also dieses Mal werden es halt von 6 auf 8 Teams dann, I guess, aufgestockt sozusagen. Aber ich weiß auch gar nicht, wie sie das dann, also falls es wirklich so kommt, dann wüsste ich gar nicht, wie die das überprüfen wollen, ehrlich gesagt. Also, ja, keine Ahnung. Wird interessant. Wie genau das dann funktioniert, werden wir hoffentlich noch erfahren. Grundsätzlich klingt es auf jeden Fall interessant. Dieses Ding nervt so heftig, weil es einfach die ganze Zeit den Text so verdeckt. Das ist so nervig. FEC 2025, Server Base, oder was passiert, wenn ich draufklicke? Geht's nicht weg, ja, war klar. FEC 2025 hier nochmal, Server Basic Info, also auch hier nochmal die Bestätigung, dass das gleiche ist wie die letzten Jahre. XP-Rate 200%, Drop-Rate 200%, Enhancement-Rate 200%, also Upgrade-Rate und der FWC-exklusive Store, was sich ein bisschen besser und krasser liest, als es ist, weil letztendlich handelt es sich dabei einfach nur um diesen FWC Potion, diese klassische 3800 F-Coin Flask und halt das Pipenia Flask. Basically. Also das ist es einfach. Event Promotion, Level Achievements, Enhanced Equipment Exchange, also die Level Achievements, wie gesagt, höchstwahrscheinlich ist das normale Level Reach Event. Nichts Besonderes, aber könnte auch sein, dass das ein richtiges Level Race wird. Mal schauen. Dann, dass man, wie gesagt, sein High-Level-Equipment, sein Endgame-Equipment dann eintauschen kann gegen die goldene Variante. Das heißt, besseres Equipment. Also ist nochmal minimal besser. Und sieht halt besser, also ist halt Gold, also sieht es auch für die meisten wahrscheinlich besser aus. Dann gibt es ein PvT Time Ranking, das ist das PvE-Turnier, das tatsächlich nicht so beliebt ist. Also da nehmen tatsächlich auch relativ wenig Leute teil, wenn man bedenkt, dass es halt PvE ist, aber es ist halt auch relativ competitive. Und das PvP-Tournament, da nehmen nur die allerwenigsten teil, weil das ist wirklich extrem competitive. Und ja. Team up with your neighbors and challenge the throne. Hey Nachbar, spielst du Flive? Das müsste mal jeder machen. Jeder muss zu seinem Nachbarn gehen und ihn ansprechen, spielst du Flive? Und wenn er Nein sagt, dann muss man ihm sagen, was Flive ist. Das wäre doch mal ein cooles Event. Yeah. Ich habe aber die besten Ideen. Dann die Pre-Register Rewards hier nochmal schön dargestellt. Wie gesagt, meiner Meinung nach die 5 Grid irgendwie ein bisschen fehl am Platz, weil ich stelle mir jetzt vor, wann zum Teufel brauche ich 5 Grid E, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich spiele eine 1v1-Klasse, also von Level 1 bis, keine Ahnung, bis ich den ersten Giant oder Boss herausfordere, werde ich kein freaking Grid E brauchen. Also von dem her ist das irgendwie, also 5 Upcut Stones wären da ein bisschen hilfreicher, um ehrlich zu sein. Der Rest ist tatsächlich nicht schlecht. Flask-Box ist cool, dass es nicht die Elixiere sind, sondern wirklich die Flask mit den 20 Stats. Aber das sind halt 5 mal eine halbe Stunde, also nach 2,5 Stunden sind die leer. Also all diese Sachen, bis auf die Power Scroll und die Ampli. Ich meine, ich würde sagen, Extra Back, Power Scroll, Ampli sind hier auf jeden Fall die 3 dicken Fische. Und die anderen 3 sind deutlich schlechter. Klar, je nachdem, was man spielt. Ich meine, die Vitaldrink und Refresher Holz sind schon nice im Low-Level, damit man sich keine MP und FP-Tränke am Anfang kaufen muss, sondern einfach spammen kann.
Und da die meisten ja sowieso mit Skills leveln am Anfang, ist das schon sehr hilfreich, vor allem für Free-to-Play-Spieler. Aber, ja, wie gesagt, so ultra heftig ist es halt auch nicht. Aber es ist nicht schlecht. Ich meine, man kann nicht erwarten, dass ihr zu tief in die Tasche greifen müsst. Es ist angemessen, sagen wir es mal so. Wie gesagt, ich vermisse nur die Upcut Stones, die, wenn sie einfach doch dazu gepackt hätten, dann wäre es gut gewesen. Aber ja, das waren tatsächlich alle Infos, die wir bis jetzt haben, was tatsächlich gar nicht mal so viel war. Und ja, wie gesagt, die nächsten Tage oder heute auch im Livestream können wir dann gerne darüber reden. Wie gesagt, ich habe das schon ein bisschen angeteasert mit dem Datum. Werden wahrscheinlich einige Leute ein Problem haben, weil es jetzt halt doch, ich meine, es sind in Anführungszeichen nur 3 Wochen. Aber auf der anderen Seite ist es dann einfach eine ganz andere Zeit. Also man hat jetzt einfach mit was ganz anderem gerechnet. Bis heute letztendlich hat man gehofft, dass es einfach so ist wie letztes Jahr. Und dann halt noch die Tatsache, dass wir kein Update bekommen haben. Also kein vertikales Update. Wir haben nur ein horizontales Update bekommen. Also content-technische Bedenken gibt es da natürlich auch noch. Also über all das können wir dann heute reden. Und ja, für jetzt auf jeden Fall sage ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wie immer würde ich mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Vergesst nicht, euch zu pre-registern für die Belohnungen. Und merkt euch auch euren Char-Namen. Also ihr könnt zwar, wenn mich nicht alles täuscht, wenn ihr euch anmeldet und auf Pre-Register geht, seht ihr euren Char-Namen immer hier unten angezeigt. Es ist aber trotzdem nervig, wenn ihr mehrere Accounts habt, euch zu merken, wie genau habe ich den Account genannt. Ich würde es mir einfach kopieren und in ein Word-Dokument oder so reinballern oder Excel oder was auch immer. Und dann könnt ihr es daraus direkt copy-pasten und seid auf der sicheren Seite und müsst dann am Release-Tag oder so oder einen Tag vorher nicht nochmal Time wasten und euch hier einloggen und nachgucken, wie habt ihr jetzt den Charakter, unter welchem Namen habt ihr den jetzt vorab registriert. Genau, also das ist nur so ein kleiner Tipp von mir vielleicht. Vor allem, wenn ihr mehr als 2 Chars macht, könnte das sehr hilfreich sein. Genau, aber theoretisch kann man hier mal nachschauen, wie man sie genannt hat, die Charakter. Ja, das war's. Wie gesagt, danke euch fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Lasst ein Like, Kommentar, ein Abo da und schaut im Livestream vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung für tägliche Fly-Livestreams. Und wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.